Name ist Henrik Tegemann, ich komme aus Ippenbüren-Uffeln. Das ist im Kreis Steinfurt, das ist so die Ecke zwischen Münster und Osnabrück, um es ein bisschen verorten zu können. Ja, ich bin Landwirt. Wir haben ca. 265 Hektar, davon sind 15 Hektar Grünland, der Rest ist Acker. Von den Bodenpunkten sieht es so aus, dass wir uns zwischen 16 und 60 Bodenpunkte bewegen. Der Hauptanteil liegt so um 28 Bodenpunkte, also somit haben wir Ausreißer nach unten wie nach oben. Haben eine relativ vielfältige Fruchtfolge, wo ganz klar irgendwo mit 30% der Mais dominiert, der bei uns, wie man im Hintergrund auch sehen kann, an die Schweine verfüttert wird, sprich gedroschen wird, als CCM eingelagert wird. Dann haben wir ein bisschen Weizen, da ist man immer sehr stolz drauf als Sandbauer. Ansonsten Tritikale, Gerste, Sommererbse, ganz wichtig in der Direktsaat. Schlussendlich werden wir jetzt in diesem Jahr, also sprich in 2024, mit der Zuckerrübe noch starten. Es ist so, dass wir jetzt im 5. Jahr, also sprich die 5. Aussaat in Direktsaat haben. Alle Verfahren, alle Früchte werden bei uns in totaler Direktsaat angebaut. Und ja, wir müssen uns da nach wie vor immer noch irgendwo reinarbeiten. 5 Jahre ist sicherlich schon eine gewisse Zeit, aber jedes Jahr ist irgendwo anders und bringt seine Herausforderungen, wie auch kleine Überraschungen im Positiven wie im Negativen. Ja, Henrik, wir stehen hier ja offensichtlich auf einem Direktsaatacker mit den Rapsstängeln aus der vorherigen Ernte. Was waren für dich die Gründe von der Fruchtfolge, aber auch den Herausforderungen auf deinem Boden auf Direktsaat umzustellen? Ja, also ein Riesenthema ist für uns immer das Wasser. Wir haben es jetzt diesen Winter mal erlebt, dass wir sogar zu viel haben. Aber das ist gar nicht so das Hauptthema. Mangelndes Wasser ist unser Hauptthema im Grunde genommen. Wir kommen ja aus der Mulchsaat heraus, die wir ja über 20 Jahre im Vorfeld betrieben haben, sind immer flacher geworden, aber trotzdem haben wir gemerkt, wir haben noch nicht das Optimum erreicht. Und wir starten hier im Frühjahr eigentlich immer mit einer Frühsommertrockenheit. Und was hilft es mir, wenn ich einen schönen Bestand durch den Winter gebracht habe und er kann am Ende sein Potenzial irgendwo gar nicht entfalten, weil das Wasser einfach schlichtweg fehlt. Wenn wir die Frühjahrs-Sommertrockenheit geschafft haben, bedingt durch die Direktsaat, weil wir Bodenstruktur haben, weil wir wasserschonend gearbeitet haben, haben wir schon eine Menge gewonnen und der Weg ist weiter für uns offen und wir werden sehen, was dann kommen wird. Also Hauptthema Wasser und natürlich ganz klar Kosten. Wir sehen es ja an den Märkten irgendwo, wir haben vielleicht in den letzten Jahren nochmal ein ziemliches Hoch gehabt. Schlussendlich pendeln wir uns wieder auf niedrigem Niveau ein und müssen irgendwo sehen, dass wir gerade auf einem Sandstandort, wo ja nicht ganz so viel zu machen ist, zu versuchen, eine relativ kostengünstige Geschichte hinzubekommen, unsere Kulturen günstig erstellen zu können. Wir dürfen gar nicht so weit ins Risiko gehen. Wir haben zu viel zu verlieren, wenn das Wasser wieder fehlt. Jetzt gerade die 5 Jahre Direktsaat verglichen mit den 20 Jahren Mulchsaat-Erfahrung. Welche Veränderungen im Boden könntest du über die Zeit der letzten 5 Jahre sehen? Ja, du nimmst ja schon direkt den Spaten in der Hand. Was können wir sehen? Also erstens, der Spaten ist super flott jetzt runtergegangen. Wir sehen hier überall Regenwurmgänge, da sehen wir sogar noch einen Regenwurm. Wenn wir den jetzt mal auseinanderbrechen, der nächste Regenwurm, schön krümelig. Ich habe schon wieder einen Regenwurm in der Hand. Was will ich da noch zu sagen? Was sehe ich für Veränderungen? Ich sehe noch mehr Struktur und das in einem völlig wassergesättigten Boden hier gerade. Ich sehe aber auch die Drahnfähigkeit schlussendlich durch die Struktur. Ich sehe eine gewisse Kopflastigkeit, sprich oben habe ich organisches Material, was langsam nach unten wandert. Also es wird nicht kopflastig bleiben, es wandert einfach. Und das Ganze läuft schneller und deutlich intakter. Und die Mulchsaat ist schon eine gute Sache. Dies ist das i-Tüpfelchen hier an diesem Standort, um die ganzen Prozesse noch optimaler irgendwo hinzubekommen. Auch die Nährstoffverfügbarkeit. Wenn wir alleine dieses Potenzial hier oben sehen, was wir an Organik haben, wir sehen ja schon weiße Wurzeln und du zeigst einen dicken Regenwurm nach dem anderen, der mich natürlich sehr stolz macht.
weiße Wurzeln, sprich wir haben wieder Wachstum. Wir können die Flächen aber nicht vernünftig befahren und wir leben jetzt gerade von der Mulchschicht da oben, die wir nicht verbrannt haben und können der Pflanze somit ein bisschen was bereitstellen. Also im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, das sieht gut aus, das macht Spaß. Ich habe übrigens schon wieder einen Regenwurm. Und die Hauptveränderung sehen wir einmal ganz schnell im Dieseltank, dass wir einfach nicht so viel brauchen. Sehen zwar der Arbeitszeit und sehen es hier im Boden. Ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Die Bilder sprechen für sich. Ja, was soll ich sagen? Also wenn wir auch mal die Fahrgassen irgendwie verlassen, also wir machen kein Control Traffic, ist es aber nicht so, dass wir die Spuren im Acker wiederfinden. Also die Regenwürmer arbeiten für uns. Also es gibt ja den schönen deutschen Spruch, das liebste Tier des Ackerbauers ist der Regenwurm. Und es ist einfach so. Nee, so speziell ist die Frage gar nicht. Also wir haben natürlich völlig unterschiedliche Standorte, jeder für sich und hat seine Herausforderungen. Aber ich denke, einmal das Thema Wasser ist immer ein Thema. Das nächste ist die Düngung irgendwo. Wir sind reglementiert durch eine Düngeverordnung und müssen ja zusehen, dass wir mit wenig klarkommen. Und damit sind wir auch direkt eigentlich beim Schlüssel der Direktsaat. Wir kommen sicherlich mit weniger klar oder zumindest mit den Mengen, die wir dürfen. Wir müssen uns aber mehr konzentrieren und das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren heraus, dass wir uns um Makro- oder Mikro- und Makronährstoffe auch kümmern müssen, um auch all diese Effekte irgendwo mitnehmen zu können. Das war zum Beispiel für mich ein totaler Lernprozess, ein guter, mordsinteressanter Lernprozess, muss ich als solches auch sagen. Wobei wir dann bei Chancen wie auch Fehlern oder Missgeschicke dann auch ziemlich schnell sind. Weil wenn man anfängt sehr, sehr genau hinzuschauen, merkt man natürlich auch, wo es irgendwo hakt, beziehungsweise wo ich wieder was mit rausholen kann. Ansonsten ist es so in der Landwirtschaft, wir sind nicht irgendwo in der Industrie, wo wir jeden Prozess steuern können. Man muss den Mut haben, es einfach auszuprobieren und zu machen. Eine Runde dauert in der Regel ja auch immer ein Jahr. Das ist dann leider so. Also man braucht auch ein bisschen Zeit, um Erfahrungen sammeln zu können und auch zu wollen. Einfach mal machen. Vorteil, ganz klar, Kosten sinken sofort. Das muss man nüchtern so sehen, also Maschinenkosten. Wird vielleicht in dem Moment etwas aufgefangen wieder oder genommen durch Düngung und etwas anderen Pflanzenschutz. Aber der Weg ist eindeutig, totale Kosteneinsparung. Ja. Von daher denke ich, ich sage das deswegen so bewusst, sollte man ruhig Mut haben. Ja. Und Spott und Häme kann man anderswo auch kriegen. Welche Auswirkungen hat die Direktsaat über die 5 Jahre auf das Betriebs- oder auf das Deckungsbeitrag auf den Hektar, auf die Volatilität vielleicht auch unter schwankenden Bedingungen gehabt? Ja, schwankende Bedingungen, das ist eigentlich erstmal das Hauptinteressante. Weil man muss ja schon nüchtern sehen, wenn wir jetzt die letzten 5 Jahre irgendwo sehen von den Deckungsbeiträgen, haben wir eine totale, ein Auseinanderdriften schlussendlich durch den Ukraine-Krieg erlebt. Also ist das schon ein bisschen schwierig zu fassen. Fakt ist aber, die Schwankungen, wenn wir jetzt mal reinweg bei der Erntemenge als solches bleiben und sie jetzt nicht bepreisen, weil das ja gerade schwierig ist, die Schwankungen werden deutlich flacher. Das muss man ganz klar sagen. Und mehr kann ich ja eigentlich auch gar nicht erreichen. Ich glaube, bewusst oder selbstbewusst sagen zu können, dass wir auch vorher in dem System der Mulchsaat, wie auch jeder andere Ackerbauer, ja versucht, ans Optimum dran zu kommen. Das kann ich so sagen, dass was vorher war, das wird man auf jeden Fall halten können. Aber die Schwankung ist ja das, was uns hier auf einem sandigen Standort völlig fertig macht. Also wir haben ja Jahre mit Missernten, wo da wirklich gar nicht viel kommt. Vielleicht nicht ganz so extrem, weil wir ein bisschen Wasser gespart haben. Somit die Delle nach unten wird einfach nicht so tief sein. Der totale Peak nach oben, ja gut, da muss ich fairerweise sagen, jetzt haben wir ja noch nicht in diesen 5 Jahren so ein Jahr gehabt, wo man sagt, das ist jetzt das Jahr der Jahre. Vielleicht war Mai schon, doch, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Da war es aber so, da ist man oben ganz normal mit an, aber zu deutlich niedrigeren Kosten. Und das ist ja der eigentliche Wurf in dem Moment. Also ich würde quer durch die Fruchtfolge sagen, wer auf Nummer sicher gehen will, mit Selbstbewusstsein, so ein 100er ist nachher irgendwann, wenn sich das alles eingespielt hat, irgendwo pro Hektar wohl einzusparen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ja, kommt natürlich auf den Stand darauf an, aber
Man kann das nicht verallgemeinern, spannend, das ist schwierig. Ich kann nur aus meiner Situation hier irgendwo sprechen. Ja. Ne? Hast du noch was Besonderes, was du uns hier zeigen möchtest? Eigentlich habe ich dir das Wir haben Schönste alles schon gezeigt, den Boden irgendwo. Ich kann dir andere Kulturen und Standorte zeigen von uns und es liegt an dir, was du sehen möchtest. Ja. Nein, sehr spannend. Also sehr spannender Betrieb, sehr spannende Bedingungen aber auch. Ich meine, wir sprachen vorher darüber auch, dass man in der Fahrgasse die Unterschiede sieht von belichteter Seite und Schattenseite mit dem Bodenleben, Bodentemperaturen. Das sind Dinge, die man sich bestimmt am Sommer sehr, sehr gerne nochmal angucken wird. Ja. Ich lade dich dazu ein, gerne, ja. gar kein Thema. Ist so, man wird sehen, die Bodentemperaturunterschiede machen hier höllisch was. Und das ist einfach auch ein interessanter Prozess, den man irgendwie so miterlebt. Und ich entdecke aber auch laufend noch was Neues. Ne? Deswegen machen wir das ja auch, dass man ein bisschen auch über den Tellerrand guckt. Es geht ja nicht darum, Systeme zu kopieren, das ist in der Landwirtschaft gar nicht möglich, weil wir immer wechselnde Bedingungen vorfinden, wechselnde Ansprüche, wechselnde Fruchtfolgen, wechselnde Böden. Aber man guckt sich ja sowas an oder fährt irgendwo hin, um mit einer Idee nach Hause zu fahren und sich zu denken, darüber könnte ich mal nachdenken. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Hat man was dazugelernt. Wir haben kein totalitäres System, sondern der Weg ist das Ziel. Das und macht die das ja auch Veränderung, spannend. Ich denke, wir als Landwirte sind gelebte Nachhaltigkeit irgendwo und haben immer uns auf neue Situationen einstellen müssen. Und Veränderung ist alltäglich für uns. Und halt in der Natur auch. Ja, vielen Dank. Gerne.